Kleidung. Das ist adäquate Kleidung. Da fühlt man sich drin wohl. Wunderbar. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich mal wieder anziehen kann. Und ich bin auch froh, euch abermals zu einem neuen Video zu begrüßen oder begrüßen zu dürfen. Der Dexter läuft da vorne natürlich auch. Und wir befinden uns hier auf einer wunderbaren Zufahrt. Ich hoffe, dass diese Zufahrt uns auch zu dem führen wird, was ich mir jetzt erhoffe, was ich da filmen kann. Wir haben hier einmal ein SAS und wir haben eine Standort-Munitionsniederlage. Da gehen wir jetzt erstmal hin und dann gucken wir mal, was da geht. Vorher möchte ich da gar nichts so viel drüber verlieren. Bis gleich. Sehr viele von euch, nämlich überhaupt keiner, haben mich gefragt, ob ich nicht mal zu diesem SAS in Kellinghusen fahren kann, wo so ziemlich jeder schon war. Und wo ich jetzt auch zu spät bin, werden dann auch einige sagen, weil das meiste davon abgerissen wurde. Ich kann es nicht ändern, es ist eben wie es ist. Dafür habe ich andere Videos, die keiner hat. Die kommen aber noch. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie hiermit herzlichst willkommen heißen zu eben jener Liegenschaft. Wir haben hier im linken Bereich irgendwo, da muss auch, also es gibt da noch irgendwas, gibt es da noch. Dem werden wir gleich mal auf den Grunde gehen. Dieses SAS, darüber habe ich mich allerdings überhaupt nicht informiert. Die Amerikaner waren da auf jeden Fall für zuständig. Gucken wir gleich. Hier im rechten Bereich, hier seht ihr schon jede Menge Erdhügel. Da sind Munitionslagerhäuser runter. Hier haben wir nämlich die Standort-Munitionsniederlage 112.3. Und das Ganze wurde laut der Datenbank, ne, ihr wisst, Datenbank ist nicht immer super, aufgestellt am 1.4.81 und wurde am 31.3.98 aufgelöst. Das SAS wurde noch früher aufgelöst. Das habe ich, glaube ich, noch so irgendwo gelesen. 92, wenn ich mich nicht täusche. Hier vorne wäre schon so ein kleiner Weg gewesen zur Standort-Munitionsniederlage. Ihr seht, hier ist nichts mehr. Also im Sinne von, da gibt es keinen Zaun mehr, nichts. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Wir hätten also hier noch gar nicht aufs Gelände gehen können. Der Eingang scheint irgendwo da hinten zu liegen. Wir haben aber jetzt hier schon mal die erste Struktur. Und zwar geht es hier nach links ab. Hier haben wir wieder so eine Wegetrompete. Und ich gehe jetzt auch stark davon aus, dass hier halt links die Zufahrt zu dem ehemaligen SAS war. Ja, das muss so sein. Ich sehe da hinten auch noch irgendwas. Also wir werden hier nicht ganz strukturlos vom Gelände gehen. Die Sachen, die wir nicht mehr sehen können, die blende ich euch als Bild ein. Denn der gute Simon vom Zeichen der Vergangenheit, der war hier irgendwann mal vor längerer Zeit und hat das mal vernünftig fotografiert. Und diese Fotos darf ich nutzen und dementsprechend kann ich die dann gleich damit einblenden. Aber zuerst einmal kümmern wir uns jetzt um die Standort-Munitionsniederlage. Da sind wir immer noch nicht am Eingang. Da vorne öffnet sich die Straße, da geht es nach rechts. Und dann haben wir das vor uns liegende Gelände. Das gucken wir uns mal an. Wir haben das hier von der Charakteristik her, ist das anders als die typische Standort-Munitionsniederlage. Weil wir hier so freie Fläche haben. Das ist wahrscheinlich auch immer freigehalten worden, weil hier links beim SAS war das natürlich auch alles freigehalten, damit man eben alles sehen kann. Viele Standort-Munitionsniederlagen, die stehen ja für sich. Ne? Die sind ja nicht angegliedert an so eine Special Ammunition Site, sondern sind dann eben wirklich die Standort-Munitionsniederlage. Ne? Also da haben wir nicht noch irgendwas Atomares nebenan. Und das ist dann auch entsprechend kleiner gehalten. Ne? Da gibt es dann oft auch nur Moonlagerhäuser 25 und 50. Hier haben wir dann eben auch noch in diesen Munitionslagerhäusern, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die entsprechenden Antriebe für die Raketen, mit denen dann die Gefechtsköpfe, die da vorne lagerten, bestückt worden sind. So, nicht, dass der Manfred noch mit mir schimpft. Aber ich glaube, dass ich das aus meiner Erinnerung jetzt richtig erzähle. Hier haben wir den ehemaligen Zugangsbereich.
Hier stand das Tor. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Simon auch das hier fotografiert hat. Da könnte ich euch da nämlich auch noch dann was zu einblenden. Hier vorne rechts stand mit Sicherheit mal ein Wachgebäude oder vielleicht auch ein Bereitschaftsgebäude eben der Bundeswehr. Dann haben wir hier noch so einen Platz. Das mag eine Kfz-Abstellfläche gewesen sein. Ich denke auch dahinter, da war nichts an Gebäuden oder so. Das macht mir nicht den Eindruck. Das fällt dahinter auch so leicht ab. Da kommt auch schon so ein Graben. Wir könnten jetzt hier rechts herumgehen, aber meine Augen, die haben jetzt erstmal hier noch auf so einer kleinen Fläche irgendwie geruht. Das muss ich mir noch mal eben anschauen. Dann gehen wir nämlich jetzt so rum im Uhrzeigersinn. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich kann euch nicht sagen, ob da mal irgendwie ein Gebäude dahinter stand oder wofür diese kleine Fläche da war. Sie ist da und hier geht das weiter. Hier, guck mal hier, da haben wir noch mehr Fläche. Hier haben wir auch noch so Abstellfläche. Vielleicht standen, ach so, in diesen Standortmunitionsniederlagen standen auch, glaube ich, standen da nicht auch Montagehallen sogar drauf? Da war doch immer so eine Montagehalle, glaube ich, auch dabei. Die man nämlich da auch in Diensthof zum Beispiel auch gar nicht mehr gesehen hat. Wobei, da hat man ja sowieso nichts mehr gesehen. Da sind wir hier auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt, infrastrukturtechnisch als dort. Kann hier in dem grünen Feld, könnte es sein, dass da diese Halle stand, dass man entsprechend von hier so anfahren konnte, da vorne einfahren, da hinten wieder ausfahren. Kann ich mir so vorstellen. Da hinten schon mal auch tolle Eindrücke hier von der Standort-Munitionsniederlage, gefällt mir. Ganz hinten durch seht ihr auch schon so einen Stradley-Bunker. Hier haben wir so einen Splitterschutzwall. Vielleicht war hier auch mal so eine kleine Abstellfläche, Rastfläche, Unterziehfläche für Kfz. Das kann gut sein, so eine Haltebucht. Scheint aber auch da in der Mitte, wenn es so ist, entsiegelt worden zu sein. Da wächst ein Riesenbaum raus. Dann gehen wir hier weiter. Also das finde ich klasse hier. Das ist toll, weil man das hier auch in aller Ruhe begehen kann, weil hier nichts ist. Ne? Hier sagt einem keiner, darfst du nicht drauf, ist ein Zaun drum. Das wäre zwar, ich sag mal, von der Atmosphäre her natürlich, wäre es noch schöner, wenn man hier einen Zaun hätte und eine Wache, egal wie verfallen, wäre schon netter. Aber naja, so hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass man hier keinen vollen Karren kriegt. Ja gut, Ende mit dem Gelaber. Wir gehen jetzt hier weiter und wenn wir da vorne irgendwo in einer dieser Reihen mit den Moonlagerhäusern sind, schaltet ihr euch wieder dazu. Ach, es ist so schön. Da kommen wir her. Herr Dexter guckt da vorne schon. Aber wir müssen erstmal hier rein. Und das ist jetzt das Erste, was wir uns hier anschauen. Auch da, guck mal, wenn man hier so rüber guckt, ne, von der Atmosphäre her, sieht klasse aus. Dieser 25er Moonlagerhaus, was wir da gerade auch sehen. Toll. Hier haben wir einen 50er stehen. Steht auch alles offen. Gehen wir einmal kurz rein. Ist alles entfernt worden. Keine Türen, nichts mehr drin hier in dem Teil. So, ja, Moonlagerhaus 50 halt, wie man es so kennt. Da brauchen wir jetzt nichts weiter großartig zu beschreiben. Hier aus dem Kamin, da kommt sogar oben Licht durch, sieht man richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Videos bei YouTube gibt es wohl schon über dieses Gelände hier. Ich habe nicht geguckt, also ich habe nicht eins davon gesehen. Ihr wisst ja, dass ich mir keine anderen Videos anschaue, bevor ich auf so Gelände drauf gehe. In ganz seltenen Fällen mal. Das ist aber wirklich, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Mal bisher passiert in über 200 Videos. Das nächste Moonlagerhaus 50.
Und dann geht die Reihe hier so weiter. Ach, ist schön. Es ist wirklich angenehm. Das Wetter, ja, ich weiß gar nicht, was wir haben. Wir haben so 4, maximal 5 Grad, denke ich. Hier haben wir im Munitionslagerhaus 25. Da können wir einmal kurz auch reinschauen, damit das hier nicht so ganz monoton wird. Wir einfach nur so durchlaufen. Gucken wir mal eben rein. Ja. Letzten Endes ist das Ding hier einfach nichts anderes als eine etwas längere Garage. Ne? Viel ist das nicht. Da oben hat man einen Vogel gebrütet. Schwalbe, denke ich. Ja. Gehen wir wieder raus. Und ziehen weiter unseres Weges. Ich schaue euch wieder dazu oder ich mache jetzt noch ein paar Einblendungen hier ohne Gequatsche. Haben wir jetzt auch die erste Reihe schon durch. Die etwas spannenderen Bunker, die man ja so in einer Standort-Munitionsniederlage relativ selten antrifft, die sind dann da vorne, diese Richtung, also hier den Weg hinunter. Und da haben wir dann noch diese Stradley-Bauweise. Die stehen, ich glaube, auch auf, soweit ich das gesehen habe gerade. Ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet, aber da gehen wir natürlich dann auch mal eben kurz rein und schauen uns mal eben an, wie sieht das ganze Ding von innen aus. Das müsste noch ein Übrigbleibsel einer ehemaligen Straßenlaterne sein. Und hier kommt dann auch schon der erste, der Stradley-Bunker, auf uns zu. Sehr cool. Hier vorne hat man diese Lüftungselemente abmontiert. Man hat also eigentlich alles abgenommen, was da mal dran war. Da ist überhaupt kein Metall mehr vorhanden, komplett ausgeschlachtet. So, dann gehen wir hier mal rein. Da war der Hall. Der Hall ist immer noch enorm. Das ist hier schon wirklich ein tolles Feeling drin. Ist wahrscheinlich auch, wenn man im Sommer hier ist, immer noch relativ kühl. Trotz dessen, dass die Tür aufsteht. Weil wir hier ja nun mal sonst, weil sich das Ding ja sonst kaum aufheizen kann, aufgrund dessen, dass da eben noch die Erde drüber her ist. Ja gut, das Ganze hier von innen völlig uninteressant, es sei denn, man mag irgendwie noch so Graffitis und sich das so ein bisschen angucken. Ja. Diese Gewölbedecke, ne, die Seiten sind dann gerade nach unten gezogen. Hier, da guckt aber einer. Was ist denn mit dir? Ich sag, komm mit. Ja. So ist das hier in diesem Munitionslagerhaus. So, guckt an, hier haben wir noch eins. Das haben wir an dem Gebäude gerade rechts gar nicht gesehen. Da sehen wir aber hier schön. Hier haben wir noch ein richtig interessantes Tarnschema drauf aufgebracht. Und das ist dann immer eigentlich schade mit diesen Graffitis, dass man es dann nicht mehr sieht irgendwann. Also jetzt geht noch, ne? Wir haben hier so eine, ich sag mal, eine noch relativ gesunde Koexistenz. Aber wenn jetzt einer meint, er muss das ganze Ding noch weiter besprühen, dann wird es natürlich irgendwann auch doof, weil man dann eben den ursprünglichen Charakter dieses Munitionslagerhauses gar nicht mehr sieht. Ja, was steht hier noch? Ja, das ist auch ein schönes Schild. Ist leider für uns jetzt nicht sonderlich erhellend. So sieht es hier aus. Schöne Sache. Da gehen wir noch mal eben weiter. Ich mache jetzt hier so ein One-Take draus. Ich glaube, der Hund, der ist irritiert aufgrund des Halls da drin. Das hat ihn so ein bisschen, da kommt er nicht so ganz mit klar. Das versteht er nicht, was das ist. Der Kleine.
So, und hier haben wir den dritten Stradley Bunker. Da gehe ich jetzt nicht nochmal näher ran, nicht nochmal rein. Hier sieht man auch noch was von dem Tarnschema. Ja, bei dem anderen hat es mir noch ein bisschen besser gefallen, ist doch ein bisschen mehr noch zu sehen. Und hier in dieser Reihe ein Munitionslagerhaus 25. Ein verlorenes, schließt sich dann noch hier hinten an. Das hatten wir vorhin schon gesehen, bevor wir in die andere Schleife eingebogen sind. Ja, und dann haben wir hier. Hier oben sieht man dann auch noch mal die Anbringungen für entsprechendes Licht. Da haben wir was, das haben wir dann abgerissen. Da auch, da ja, könnte ich mir vorstellen, hing auch mal die gute alte Leuchtstoffröhre dran an diesem Teil. Jod! Wir gehen jetzt nicht da rum, weil das macht keinen Sinn. Da hinten kommen wir ja her. Da vorne ist die zweite Schleife oder vielleicht auch die erste Schleife. Jetzt sind wir in der zweiten. Ich schalte das jetzt ab und wir verlegen da vorne rüber und dann gucken wir uns mal das SAS an. Und damit herzlich willkommen zur Begehung des ehemaligen SAS in Kellinghusen. Ich habe mich da jetzt nicht darauf vorbereitet, auf die Geschichte. Ich meine, hier wurden auch Sprengköpfe für die Lance-Rakete gelagert. Das Ganze schreibe ich euch aber auch noch mal in diese gelben Untertitel mit rein. Ich finde auch immer, wenn man das so co-moderiert, in Anführungsstrichen, dass man was erzählt, aber auch dann dazu noch Dinge einblendet, finde ich persönlich das immer ein bisschen besser, als wenn man das nur erzählt. Weil dieses ja, gesprochene Wort, das ist ja dann auch oftmals links rein, rechts raus, dann hat man schon wieder vergessen, was hat der gerade noch mal gesagt. Ja, deswegen werde ich euch das so noch unterfüttern. Wir sehen hier eine Abnutzung im Asphalt. Also ich muss davon ausgehen, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwie ein Tor herlief, welches dann immer auf und zu geschwenkt wurde, dass wir da die Spuren her haben. Andere Erklärungen sonst bitte in die Kommentare. Jo, oder vielleicht nicht mal ein Tor, vielleicht war es auch erstmal nur eine Schranke. Da können vielleicht auch alte Luftaufnahmen noch Aufschluss drüber geben. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, wie es früher aus der Luft, also wie es quasi aussah. Ich orientiere mich jetzt auch nicht mit Google Earth oder Maps. Ich nehme das jetzt so, wie es ist. Nehme ich das jetzt, schauen wir uns an. Hier öffnet sich auf jeden Fall die Fläche. Ob hier auch schon in irgendeiner Weise mal ein Gebäude stand, schwer zu sagen. Nach meinem Dafürhalten jetzt erstmal so nicht. Aber ja, was weiß man, ne? Hier links sind auf jeden Fall, ist die Wegeinfassung zu erkennen, der ehemalige Kantstein, oder der Kantstein ist ja immer noch da. Und dann haben wir hier auf dem Weg auf jeden Fall was. Und hier muss ein Tor drüber hergegangen sein. Also ein Schiebetor von links nach rechts. Da hinten sieht man auch noch, wie das da im Wald sich verläuft. Dann haben wir hier das Gleiche. Das heißt, hier wird auch ein Tor drüber hergelaufen sein. Also haben wir hier schon mal in dem Bereich ein doppeltes Tor, eine Schleuse, und wir haben hier vorne etwas im Gelände. Komm mal her, komm mal hier hin. Da gehen wir einmal eben kurz gucken. Da geht es einmal hier rein. Mein Gott, das sind überall Schlingpflanzen. Schauen wir mal eben, was das hier war. Erstmal nur irgendwie Betonstruktur. Ja, genau, da komm du mal her. So, da kommt der auch an den Rand hier. Betonstruktur und sonst nichts weiter zu sehen. Hier ist irgendwie Erdaufwurf. Dann gehen wir hier mal rum. Oh! Eieieiei. Das ist ja schon mal richtig geil. Das ist ja mal richtig geil. Das habe ich nämlich auch mal auf dem Foto gesehen. Das ist ja toll. Das ist nämlich hier, das sind so, ja, Deckungselemente. Ich weiß allerdings nicht, weil die sind relativ niedrig. Die gehen mir jetzt vielleicht bis zur Hüfte. Ich sag, komm hier hin. Die gehen mir vielleicht bis zur Hüfte. Ja, genau. Okay, erklärt sich. Da musste man jetzt nicht drunter hergehen, sondern das war letzten Endes Splitterschutz
für diesen Bereich. Und zwar war hier dann so eine vorgelagerte Stellung. Ja, spitzenmäßig. Das ist ja mal richtig geil. Das ist mir hier eigentlich noch viel lieber als ein Wachturm, weil diese Wachtürme, die habe ich schon so oft gehabt in irgendwelchen Liegenschaften, ob das von den Belgiern waren oder sonst woher. Da war ich schon so häufig drauf. Komm hier hin. Der ist hier schon wieder angestachelt. Der kommt gleich an alleine. Wir gehen da mal eben kurz durch hier. Also, hier vorne konnte man dann entsprechend draußen beobachten oder auch wirken. Warten. Dann ging das ja richtig. Das ist ja richtig, richtig toll hier. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass wir so eine Struktur hier haben. Also wir haben hier scheinbar eine richtige, richtig ausgebaute Verteidigungsstellung. Das habe ich noch nie gesehen. Cool, also pass auf, da hinten ist mir das jetzt gerade zu viel. Das machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal einmal hier hin und gucken, ob sich hier noch irgendwas tut. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Dann müssen wir das nicht nachher noch machen. So, hier sind irgendwelche Falter auch, die hier untergezogen sind. Okay, hier ist jetzt irgendwie Ende. Psst, komm hier. Komm hier, da ist irgendwie Ende jetzt. Da können wir nichts mehr machen. Also gehen wir da vorne mal eben rein und schauen uns das Ganze an, was sich da tut. So, warten. Den nehme ich mal eben mit hoch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Öffnung. Hier ist das dann quasi nicht mehr gedeckt. Hier geht es noch weiter runter. Und hier geht es wieder hoch. Und da oben sehen wir auch Tarnschema. Also richtig toll. Und natürlich typisch amerikanisch. Wir müssen überall, wo man sich stoßen kann, müssen wir überall diese gelb-schwarzen Hinweise hinmachen. Dann gehen wir hier mal eben unten rein. Schauen mal, was sich da tut. Ach, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das geht ja hier nochmal wieder hoch. Junge, Junge, also das bin ich jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt total von überrascht. Das war mir in keinster Weise bewusst, dass wir so ein Ding hier haben. Ich habe auch gerade so ein bisschen schon die Orientierung hier verloren. Also hier ist dann nochmal eine Stellung. Ja, das sind so die Klassiker. Das kenne ich auch von verschiedenen Liegenschaften her. Aber man findet es leider immer seltener. Immer seltener. Es wird immer mehr davon abgerissen. Das ist richtig, richtig schade. So. Und da vorne haben wir, sagen wir mal so, der Schweizer würde jetzt sagen, da haben wir das Gegenwerk. Da gehen wir gleich auf dem Rückweg dann nochmal vorbei. Wir gehen jetzt erstmal hier noch weiter und laufen hier durch. Hier auch wieder eben eine Stellung bzw. eine Möglichkeit zum Wirken. Allzu hoch kann man hier nicht gehen. Ich schätze, wir haben eine Deckenhöhe von 1,70. Also Kopf habe ich schon eingezogen. Dann geht das hier weiter. Das ist ja wirklich, das ist ja immens. Das ist ja immens. Das gab es in dieser Ausbaustufe mit Sicherheit auch nicht überall. Kann ich mir nicht vorstellen. Gehen wir mal eben hier noch rein. So. Da ist der Dexter. Ja, richtig klasse. Also sowas. Komm mal her. Ja, komm mal hier. Dexter, komm hier. Ah ja, der wird da oben drüber her. Ja, so. Dann gehen wir hier mal eben raus. Mal ein paar Eindrücke zeigen. Wow. Alter Schwede. Ich finde es gerade maximal super hier. Da, wie gesagt, zum 5. Mal, mit sowas habe ich hier nicht gerechnet. Mit so einer tollen Struktur. Richtig klasse. So. Ich schalte das jetzt mal eben aus, gehe da hinten wieder rüber und dann nehme ich euch wieder dazu. Damit ihr eine Orientierung habt. Geradeaus sind diese beiden Zäune gewesen. Dann sind wir da vorne rechts reingebogen und dann sind wir hinten herum quasi hier zu diesem Wehrgang. Ich nenne es mal Wehrgang gekommen. Hier geht es nach unten. Da vorne geht es in diese eine Stellung rein. Wir waren da überall schon drin.
Wir müssen da gar nicht mehr rein. Ich habe gedacht, wir können hier noch weiter. Doch, da vorne können wir, glaube ich, noch weitergehen. Ich schaue gleich nochmal. Kann sein, dass ich meine Aussage gleich noch revidieren muss. Ihr seht, wie das hier runter geht. Das macht schon so bunkerähnlichen, so Hofbunkerähnliche Eindrücke. Und dann geht das hier nämlich unter der Straße her. Und dann kommt ihr auf der anderen Seite wieder raus. Und da habe ich gerade die Abschlusssequenz gedreht. Also ganz am Ende dieses Gangs. Und jetzt schauen wir noch einmal hier vorne. Weil hier ist ja offensichtlich auch noch irgendwas. Ich meine, da müssten wir noch mal reingehen. Da waren wir noch nicht. Mal eben gucken. Ja, das ist dieser Gang hier. Aber der scheint auch extra. Oh, da auf jeden Fall müssen wir da reingehen. Ich hole mal eben den Hund und dann gucken wir uns das noch an. Fangen wir noch mal eben hier vorne an. Da seht ihr diese Splitterschutzelemente, die man da hingestellt hat. Jetzt gehen wir hier rein. Da waren wir ja gerade schon. Und wir waren auch schon da unten. Da kommen wir unter der Straße her. Und nein, was rede ich da? Hier kommen wir unter der Straße her. Hier müssen wir noch reingehen. Nein. Oh, ich habe mich fehlorientiert. Das ist das Amateur. Ne, ich habe mich nicht fehlorientiert. Junge, Junge, Junge. Also, da unten geht es unter der Straße her. Jetzt bringen wir hier noch mal ein bisschen Ordnung rein. Hier oben war dieser Gefechtsstand. Waren wir da eigentlich gerade drin oder waren wir da nicht drin? Ich glaube, da waren wir gar nicht drin. Ach, das ist verrückt. Das ist verrückt. So. Filme ich noch mal eben ab. Kann sein, dass ich mich hier gerade voll zum Horst mache. Aber es ist mir völlig egal. Jetzt gehen wir hier runter wieder. Und jetzt gehen wir diesen dunklen Tunnelgang entlang. Und sind mal ganz gespannt, ob wir da hinten noch irgendwo rauskommen. Guck mal, wie lang das hier ist. Hier sind auch noch so Falter an der Wand. Mücken sind hier. Das ist echt unfassbar hier. Was ist das geil hier? So. Hier haben wir dann noch mal wieder eine Öffnung. Wenn du hier 5 Jahre Dienst tust, dann gehst du wie der Glöckner von Notre Dame, das ist mal sicher. So, hier geht es weiter. Boah, das ist wirklich immens, was die hier einen Aufwand betrieben haben für diese Verteidigungsstellung. Das ist schon sagenhaft. Das nimmt gar kein Ende hier. Wahnsinn. Mal gucken, wo wir hier gleich rauskommen. Jo, da ist eine Öffnung. Junge, Junge, Junge. Also, hier ist noch eine weitere dieser Stellungen. Ein reines Stellungsvideo hier, meine Herren. Fast aufs Maul gelegt. Sauglatt. Hier geht's weiter. Hier nochmal Einblicke oder Ausblicke. Ist das geil. Da vorne sind die 2 Bunker schon gewesen. Alter Schwede, ey. Das gibt's doch gar nicht hier. Das ist, ich weiß nicht, wie oft es das in Deutschland gibt. Ich kann es nicht sagen. Also ich habe es erst einmal so gesehen. So kleinere gedeckte Wege zu so Stellungen hin, die gibt es immer mal wieder. Die gibt es auch in Dülmen-Visbeck. Aber das hier, das sprengt wirklich absolut den Rahmen. Das ist meines Erachtens, wenn ich das jetzt hier so sehe und mal eben begutachte, das würde ich sagen, das ist hier eigentlich denkmalschutzwürdig, sowas. Da gibt es eigentlich kein Vertun. Guckt euch das an. Dann haben wir hier noch so eine Mauer, auch nochmal Splitterschutz. Da vorne sind diese Elemente wieder. Und dann haben wir hier noch eine Stellung. Das
geht hier scheinbar einmal ums gesamte Gelände herum. Ich habe keine Orientierung, wo wir uns hier gerade befinden, aber ich glaube, wir sind eben jetzt auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs. Von den Metern her, die wir hier gemacht haben, muss das so sein. So, Dexter, komm mal hier hin. Komm du mal hier hin. So ist das prima. Komm mal hier. Wir gehen jetzt hier auf den Bereich. Hier haben wir nämlich schon Munitionslagerhaus. Hier nochmal eben einen Überblick. Da endet der Gang nach vorne. Hier vorne haben wir noch diese mobilen Splitterschutzelemente. Ach so, sowas. Krass, echt krass. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Ablagerung von irgendeiner Entsiegelung. Vielleicht ist auch der Weg, den wir hier gerade gehen, vielleicht ist der auch entsiegelt worden. Könnte das natürlich sein. Dann haben wir hier auch noch mal irgendwelche Sperrelemente. Zumindest sieht das erstmal so für mich aus. Umgekippt. Also da könnte man jetzt, wenn man es nach rechts kippt, könnte man mit einem Stapler drunter und die Dinger versetzen. Ja, oder man nimmt halt einen Kran und versetzt die. Ich denke, ich weiß aber auch nicht, ob die jetzt so wirklich, ob das gedacht war, dass die so stehen. Ja, kann natürlich sein. Weil wenn die andersrum stehen, dann könnte man sie ja unterschießen. Das heißt, da wäre ja immer was frei. Und wenn man sie dann so hinstellt, ist das auf jeden Fall nicht möglich. Das ist hier das gesamte SAS. Das ist also hier auch kleine Anlage, sag ich mal. Ihr seht den Wall, diesen Laufgang, der geht hier wirklich einmal komplett rum. Und der endet dann da hinter dem Moonlagerhaus. Und ja, willkommen, Moonlagerhaus 2 nenne ich es jetzt mal. Das nenne ich mal 1, weil das jetzt vom Eingang her das erste wäre. Ich sehe hier sonst gar keine Stellflächen für irgendwelche Generatorengebäude und all sowas. Da müsste man dann jetzt wirklich nochmal eben eine historische Luftaufnahme bemühen, dass man das mal eben zuordnen kann. Das war, ich habe das irgendwann schon mal gesehen, ja, das sah dann aber halt viel größer aus. Dieser Laufgraben, da würde ich jetzt schon fast sagen, rein taktisch gesehen kann hinter dem Laufgraben eigentlich nichts mehr gewesen sein. Oder sagen wir also davor, weil man ja auch in die Richtung rauswirken konnte. Also ob da jetzt noch Gebäude gestanden haben, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Hier haben wir diesen wunderbaren Luftschutz. Ach, Luftschutz, was für ein Schwachsinn. Ich bin völlig irritiert, weil ich hier diese ganzen Bohrungen da oben an der Decke sehe, diese ganzen Befestigungsteile. Das ist enorm. Das ist dann hier, ich weiß jetzt, ich muss noch mal gucken, wie die Bauweise heißt. Das ist hier nämlich nicht die Stradley-Bauweise, hier haben wir was anderes, weil das geht hier nicht. Die Wand geht nicht gerade nach unten, die geht gewölbt zur Seite weg. Da habe ich mir was rausgesucht. Das kann auch sein, dass ich das bei dem Kitzingen-Video, dass ich das da drin habe, dass ich da nur noch mal eben einmal nachschauen muss. Gut, so sieht das auf jeden Fall hier aus. Hier lagen dann diese Atomsprengköpfe der Raketen. Hier vorne hatten wir wahrscheinlich auch so einen sogenannten Zap-Cage davor, der dann die Hohlladungsgeschosse schon mal abfangen sollte. Ja, ist eben alles nicht mehr da, es ist zurückgebaut. Wir gehen zu dem anderen Moonlagerhaus noch mal eben rüber. Und wenn wir mit dem fertig sind, dann schalte ich das Teil hier erstmal wieder ab, weil ich mich dann noch mal ein bisschen orientieren muss, ob man hier dann noch was sieht oder nicht. So, kleine Anmerkung, hier steht auch noch so ein riesengroßer L-Stein. Der wird wahrscheinlich auch irgendwann mal als Deckung genutzt worden sein, als Splitterschutz. Dann gehen wir hier noch mal eben ganz kurz auf dieses Moonlagerhaus hinzu. Ja, hier sieht man das auch wieder hier vorne, dass hier mal mehr verbaut war, dass da dieses Teil mal vorstand. Ja, und sonst ist das hier auch wieder von der Innenstruktur her so, wie der andere eben ist. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu schnelle Bilder gemacht, dass das alles noch so ein bisschen ruht. Aber manchmal ist das so, da dreht man die Kamera und wenn ich das bei anderen Leuten sehe, die das so schnell machen, da wird mir teilweise schlecht, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Es gibt irgendwie so ein Phänomen, wie das heißt, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber das
passiert mir dann schon mal. Und deshalb denke ich immer, Alter, oder Leute, filmt ruhiger, filmt langsamer. Ja, was ich jetzt gerade da allerdings in dem Tunnel gefilmt habe, ich glaube, da war ziemlich viel geradeaus, da waren nicht so viele Schwenks bei, das müsste gehen. So, Laberababa. Hier vorne, hier sehe ich noch Beton. Hier sehe ich noch was. Was haben wir denn hier? Oder anders gefragt, haben wir da überhaupt was? Ah, das ist eines dieser, glaube ich, dieser mobilen Splitterschutzelemente. Das steht jetzt hier so in der Peripherie. Da ist aber auch noch Wall drumherum. Ja, vielleicht hat man das so als improvisierte Stellung irgendwie genutzt. Weil hier in diese Richtung, da ist auf jeden Fall nicht mehr dieser Graben. Das war schon das, was wir da gerade auf der Seite gefilmt hatten. Das war dann schon das Ende. Das Ding zieht sich halt in diese Richtung ewig lang bis hinter die Immunlagerhäuser. Ja, also hier wird, auf dieser Fläche wird noch irgendwas gestanden haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die anderen Gebäude mussten ja auch hier sein. Wir mussten ja auch ein Generatorengebäude hier haben und der Turm, das Bereitschaftsgebäude, das wird ja alles irgendwo da vorne gestanden haben. Ist allerdings jetzt so auch einfach nicht mehr erkennbar. So ist das. Hier vorne ist noch ein bisschen Asphalt. Ja, könnte also hier in diesem Bereich, kann das natürlich sehr gut gewesen sein. Der Bereich ist auszuschließen, da wir ja hier den Wehrgang haben. Also hier wird das alle irgendwo gewesen sein. Gut. Ich habe ja die Bilder vom Simon, die blende ich euch ein. Spitzenmäßig. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Das Ding ist durch. Also wir sind hier durch. Ich muss, wie gesagt, ich muss mich noch mal wiederholen. Diesen wirklich sehr groß und toll angelegten Wehrgang hier, das habe ich so noch nie gesehen. Dafür hat es sich hier absolut gelohnt. Komm hier. Und ja, ich hoffe, dass euch das auch gefallen hat. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt früher hier gewesen wäre, hätte ich natürlich den Turm und so weiter auch noch filmen können. Ja, aber jetzt für meine persönlichen Eindrücke hat mir das schon gereicht, dass ich diesen Gang da gefunden habe. Um es zum 100. Mal zu betonen. Ich schalte das Ding jetzt hier ab. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, dass ihr mir kostenloses Abo da lasst. Ihr könnt mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Schreibt was Zielführendes in die Kommentare, wenn ihr zu dem Gelände noch irgendetwas wisst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.